Aber auch an diesem Tag war das Wetter, sagen wir, unruhig. Ich wollte dann ein Instructor-geführtes Training machen, um dann eine Fehleranalyse zu machen. Und was war? Ich stand dort und die Motorkontrollleuchte ging an. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Aber als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, oh, das war knapp. Das soll so nicht aussehen. So, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Ich habe euch gesagt, ich nehme euch auf die Reise mit zur Rennstrecke. Ja, in den letzten Videos habt ihr gesehen, dass wir die Baileys fertig gemacht haben, beziehungsweise der Rupert hat ja an der Baileys rumgeschraubt, sodass ich auf die Rennstrecke kann und fahren darf. Ich wusste überhaupt gar nicht, was man überhaupt dran schrauben darf, abschrauben darf, abkleben muss und so weiter. Und weil ich auch noch nie auf der Rennstrecke war, habe ich mich dem Klaus angeschlossen. Und der Klaus, Servus. Den habt ihr im letzten Video wahrscheinlich schon gesehen, wo wir den Street Fighter V4S vs Panigale Vergleich gemacht haben. Und genau, dem Klaus schließe ich mich so ein bisschen an. Vielleicht können wir uns eine Box teilen, das werden wir sehen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Tage in Rijeka werden. Wie war für dich das erste Mal Rijeka? Sehr spannend und aufregend, aber erfolgreich und wirst du nie vergessen, ist einfach der Wahnsinn. Da kann man das Moped mal so fahren, für das, wie es gebaut ist, für das, was es gemacht ist. Hinterher willst du auf der Straße nicht mehr Gas geben. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass Klaus in Rijeka dieses Jahr fast einen Highsider haben wird. Du hast ja, das war auch dein erster Rennstreckentermin, wo du jemals warst, oder? Ja, genau. Würdest du sagen, ist es eine perfekte Anfängerstrecke oder würdest du eine andere empfehlen? Nee, die ist super Rijeka, weil da die Kurven ein bisschen nach innen fallen. Also du hast noch mehr Grip in der Schräglage. Es sind nicht zu viele Highspeed-Passagen, also du kommst maximal auf 260, 270, ist optimal. Die Verpflegung stimmt, du hast eine eigene Box, also alles drumherum ist einfach perfekt. Ja, ich habe mich so ein bisschen bei Klaus beraten lassen, was ich alles so mitnehmen muss. Dementsprechend ist das Auto relativ voll. Also da seht ihr Klaus Kombi. Wir haben dann noch Benzinkanister, Jacken und alles Mögliche. Ja, und jetzt fahren wir noch gute fast 5 Stunden, bis wir da sind. Fahren wir über Slowenien, oder? Auch, ja. Was fahren wir noch? Kroatien, also jetzt durch Österreich, dann kurz Slowenien, Kroatien, dann sind wir schon da. Genau, was machen wir denn heute noch? Eigentlich heute werden noch die Boxen eingeräumt, wir bekommen die Mopeds geliefert, stellen die auf Ständer, verlegen schon mal Strom für die Heizdecken, schauen, dass unsere Kombis alle hängen, dass wir morgen früh eigentlich nur noch aufsteigen müssen und losfahren können. Wir holen unsere Startnummern, wir holen unsere Zeittransponder, befestigen die am Moped. Und wie gesagt, dann können wir abends noch gemütlich auf ein Bier gehen und ja, Heier machen. Und morgen früh geht es direkt los um 8 Uhr mit Teambesprechung, wie man sich auf der Rennstrecke verhält, weil man will ja gesund wieder nach Hause kommen. Jeder achtet den Langsameren, jeder passt auf den anderen ein bisschen auf. Und dann macht es auch richtig Spaß und keiner muss hier einen auf Rossi oder Marquez machen. Es soll einfach nur Spaß machen. Wir sehen uns dann spätestens nachher, wenn wir die Box einräumen. Da nehme ich euch natürlich mit. Ansonsten fahren wir jetzt erstmal noch 5 Stunden Auto. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast und die nächsten Videos nicht verpassen möchtest, mach das gerne. Kostet dich keinen Cent, bringt mir und dem Kanal aber sehr viel. Und danke, dass wir schon so angewachsen sind. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das Video online kommt, da dürften wir schon so, ja, 1500 dürften wir dann schon sein. Und wenn nicht, dann abonniert den Kanal, dann haben wir die bald voll. In dem Sinne, bis später. Da gibt es noch diese ganzen Fake-Videos, oder? Wo der eine schreit. Das sah aus, als ob wir voll reinfahren. Achso. Oh, jetzt kommt der hinter uns auch noch. Hilfe! Jetzt sind wir im Sandwich. Das ist ein Freund, auch der Duff. Jetzt fahren sie uns. Jetzt fahren sie uns vorn und hinten. So, hallo. Stick, yeah. Aber Klaus, wie ist denn das jetzt eigentlich so, wenn man Weltmeister ist? Hast du jetzt irgendwie wenigstens ein Preisgeld gewonnen? Ja, natürlich. Reifengutschein 200 €. Aber es geht halt mehr um die Ehre, um den Ruhm, ja, dass du der Beste bist, der Beste der Gruppe Grün. Das ist der Wahnsinn bei Schräglage. Haben wir vergessen zu erwähnen, der Klaus ist Weltmeister. Vielleicht kann er das gleich noch ein bisschen erklären. Vielleicht kann ich auch noch Weltmeister werden. Wir werden sehen. Ja. Aber da musst du schon die eine oder andere Runde fahren. Oder so Rennen fahren zumindest, ne?
Ja, und Runden gewinnen. Du musst Rennen gewinnen, du musst Punkte sammeln wie bei der MotoGP. Und wer dann am Jahresende die meisten Punkte hat, wird Weltmeister. Ich muss schauen, ob ich überhaupt Rennen fahren will oder ob ich mein Motorrad dann zerschrotte. Da liegt eine einzelne Speicherkarte auf dem Sitz. Hast du die noch raus oder ist die... Das ist meine. Ja, ich habe keine. Am Beifahrersitz. Ja, das ist meine. So Klaus, bist du ready? Yes, I'm ready. Heute ist Tag 1, heute ist Training, wir haben gestern die Transponder angebracht. Startnummern aufgeklebt, wir haben Kalamari gegessen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, mach ich alles. Genau, und jetzt fahren wir dann zur Rennstrecke. Wir haben so eine kleine Unterkunft mit einer super netten Gastgeberin, mit sehr leckerem Frühstück. Viel zu essen, konnten wir niemals im Leben aufessen. Kann ich euch mal einblenden, habe ich gerade gefilmt. Und ja, jetzt geht es dann gleich zur Fahrerbesprechung. Da wird der Tagesablauf besprochen, oder? Auch, ja, und wie man sich auf der Rennstrecke verhält. Die Flaggensignale werden nochmal angesprochen. Was ist, wenn du einen Motorschaden hast oder Benzin ausgehst, wie du dich verhältst. Was ist, wenn einer stürzt, wie du dich verhältst, dass du auf keinen Fall stehen bleibst, du kümmerst dich um dich. Und genau, das wird alles besprochen, damit man da keinen Fehler macht, damit es nicht aus Versehen irgendwie zum Stau kommt oder noch ein Unfall. Genau, das werde ich mir jetzt gleich mal anhören. Nehmen wir euch natürlich mit. Ich habe schon gestern die 360-Grad-Kameras am Motorrad montiert, möglichst sicher. Hoffe, dass ich sie dran lassen darf. Ansonsten habe ich immer noch meine Helm-In-Kamera und versuche euch möglichst gut mitzunehmen und würde sagen, viel Spaß noch weiter bei dem Video. So, wie es unschwer zu erkennen ist, es ist am Regnen. Heute ist der Freitag, richtig? Ja. Gestern habe ich mich nicht gemeldet, weil wir einfach komplett am Ballern waren. Da kann ich euch die Videos gerne einblenden. War richtig krass, erste Erfahrung auf der Rennstrecke. Auf jeden Fall durchweg positiv. Heute müssen wir mal schauen, was wir machen heute Wetter, ne? Ja, nein, ich weiß nicht, ob es sich rentiert, Regenreifen aufzuziehen. Hat auch den Nachteil, dass Handschuhe und Schuhe und Helm wird ja trotzdem alles nass. Und es wird dann über Nacht nicht mehr trocknen und morgen dann in das nasse Zeug reinzuschlüpfen, ist nicht angenehm. Ich bin in der grünen Gruppe gefahren, das ist die langsamste. Die ist aber in 10 Gruppen unterteilt und da war ich in der 4. schnellsten. Und dann war nachmittags freies Fahren, das heißt die ersten 3 Turns waren Instructor und ohne Instructor bin ich nochmal 20 Sekunden schneller gefahren als mit. Aber beim freien Training ist es so, dass die ganzen Langsameren auch auf der Strecke sind. Das heißt, du fährst mit den ganz Langsamen und den ganz Schnellen gleichzeitig. Und deshalb habe ich dann nach 2 Runden gemerkt, okay, du müsstest jetzt erstmal die ganzen Leute vorbeiziehen lassen, bin dann in die Box reingefahren. Habe mir 30 Sekunden Zeit geholt und bin dann nochmal 1, 2 schnelle Runden gefahren. Genau, jetzt schauen wir mal, wie es heute aussieht, was wir noch machen können. Und nehme euch da ein bisschen mit, wenn es regnet, dann kann ich ein bisschen mehr filmen. Mittag wieder heim und machen wir Mittagsschlaf, eine Stunde. Das ist auch schön. Der Freitag ist, wie man so sagt, ins Wasser gefallen. Also so richtig gefahren bin ich eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Ich bin nicht gefahren. Andere hatten Regenreifen dabei und sind gefahren. Ich habe mich von Anfang an nicht darauf eingestellt, dass ich im Regen fahren werde, weil, naja, wenn du das erstmal auf der Rennstrecke bist, dann versuchst du erstmal im Trockenen deine Zeiten zu fahren. Ja, vormittags waren wieder mal rote Gruppe, blaue Gruppe, gelbe Gruppe, grüne Gruppe. Die Grünen sind wieder zweimal mit Instruktoren gefahren. Vormittags war dann noch ein freies Training für die Grünen, also quasi meine Gruppe. Ich habe mich dem Ganzen aber nicht angeschlossen, weil, ganz ehrlich, ich hatte übertriebenst Muskelkater vom ersten Tag. Ich bin jetzt nicht unsportlich, bin ich ehrlich. Aber diese Muskulatur trainierst du wahrscheinlich das ganze Jahr lang über nicht. Ja, nachmittags war dann das Langstreckenrennen. Da sind tatsächlich einige gefahren. Dann denkst du dir nur so, okay, ich habe noch einiges zu lernen. Aber extrem beeindruckend, wie manche Menschen fahren können, mit was für einer Geschwindigkeit die da um die erste Kurve kommen vor der Startziel, beziehungsweise vor der ersten Geraden. Einfach extrem beeindruckend. Und ich habe von diesem Tag trotzdem sehr viel mitgenommen, obwohl ich nicht selber gefahren bin. Einige haben Mobile Games gespielt, andere haben Musik gemacht. Und so hat sich dann der Tag auch schon fast dem Ende geneigt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Tag zum Samstag wieder. Denn da bin ich tatsächlich auch gefahren.
Aber auch an diesem Tag war das Wetter, sagen wir, unruhig. Dennoch war das Wetter zwischendurch gut genug, um zu fahren. Die Strecke war trocken, ich hatte Straßenreifen drauf, die haben genug Temperatur bekommen, also konnte ich fahren. Ich wollte dann ein Instructor-geführtes Training machen, damit auch nochmal die Kamera hinter mir herfahren kann, um dann eine Fehleranalyse zu machen. Und was war? Ich stand dort und die Motorkontrollleuchte ging an. Ich dachte mir nur, oh mein Gott, okay, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Was habe ich gemacht? Ich bin zurück zur Box gefahren, weil ich Rücksprache mit Ducati Nebel halten wollte. Der Christian war auch da, der Vitus war da, also es waren Experten vor Ort, die einschätzen konnten, was zu machen ist. Und dann hat der Christian gesagt, ja mei, wenn die Lampe leuchtet, das kann alles Mögliche sein. Die Elektronik ist miteinander verknüpft, wir haben die Lichter ausgeschaltet, also wenn das Motorrad jetzt nicht in den Notlaufmodus geht und nicht bedeutend an Leistung verliert, dann kannst du schon fahren. Was habe ich gemacht? Ich bin wieder zurückgefahren zu dem Ort, wo alle losfahren, doch als ich da war, waren schon alle weg. Logischerweise kannst du dann nicht wieder auf die Strecke fahren, weil die Gruppe schon weg ist. Was habe ich gemacht? Bin wieder zurück zur Box gefahren und habe eine kleine Pause gemacht. Währenddessen hatte Klaus wahrscheinlich die Zeit seines Lebens. Aber zieh dir jetzt folgende Situation rein. Du denkst dir nur, das soll so nicht aussehen. Aber als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, oh, das war knapp. Das soll so nicht aussehen. Ja, und so sind wir dann Runde für Runde gefahren. Am Samstag waren dann nachmittags noch Rennen. Ich habe mich auch für das Rennen angemeldet, weil ich dachte mir so, geil, man kann ja Pokale gewinnen. Ja, dann habe ich mich vormittags zum Rennen eingetragen, ich glaube, das hieß Streetbike-Rennen und habe mir dann nachmittags so gedacht, ich bin so im Arsch, ich habe so Muskelkater, obwohl ich mich sportlich, also körperlich doch vorbereitet habe. Ich kann nicht mal die Linie richtig treffen. Ich kann nicht mal mein Motorrad im Stehen festhalten. Mein Bein hat gezittert, dass ich gedacht habe, so kann ich niemals ein Rennen fahren. Jetzt wird es den einen oder anderen geben, oder die eine oder andere geben, die sagt, ja dann, keine Ahnung, musst du mehr trainieren. Ich habe mich darauf vorbereitet, ganz ehrlich. Ich war beim Sport, ich habe Beinpresse gemacht, ich habe Kniebeugen gemacht. Ich bin körperlich fit. Und somit war es für mich persönlich die vernünftigste Entscheidung, nicht am Rennen teilzunehmen, das Rennen abzusagen und die anderen das Rennen fahren zu lassen, zuzuschauen, ein bisschen was zu lernen. Habe dann hier und da meine Kamera montiert, ein bisschen was geschaut, habe mal die Linienführung von den erfahreneren Fahrern angeschaut und dachte mir nur so, wow, krass, riesen Respekt, was die da leisten. Und ganz ehrlich, wer noch nie auf der Rennstrecke war, der sollte das unbedingt mal gemacht haben. Ich bereue keinesfalls, daran teilgenommen zu haben. Es war eine mega Erfahrung und erst jetzt kann ich verstehen, was die World Superbike-Fahrer, was die MotoGP-Fahrer da eigentlich leisten. Und ich bin auch total erstaunt, was dieser Straßenreifen, den ich drauf habe. Ich habe den Rosso Rossa 4, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, von Pirelli drauf und es ist echt heftig, was der aushält. Das hätte ich niemals gedacht. Mit 1,8 hinten bin ich gefahren und 2,5 vorne. Ich bin total überrascht, was dieser Reifen aushält. Echt heftig. Und ich kann jetzt erst so ansatzweise verstehen, was Motorsport heißt. Und kann es jedem nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Und ja, wir hatten eine mega Zeit, war richtig lustig mit Klaus. Wir haben morgens gefrühstückt in Ruhe. Die Gastgeberin war total nett. Es war jeder freundlich, jeder hat jeden unterstützt. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was das Thema Trackday betrifft, kann mir aber durchaus vorstellen, das 2, 3, 4, 5 Mal nochmal zu machen. Was meint ihr? Zu welcher Rennstrecke sollte ich denn noch gehen? Sollte ich vielleicht dieses Jahr nochmal nach Misano? Ich hätte ja mal mega Lust, so Mugello, Misano, eine italienische Rennstrecke, mit italienischem Feeling, mit einem italienischen Bike zu fahren. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wo soll ich als nächstes mal fahren? Oder was kannst du vielleicht auch empfehlen? Vielleicht bist du ja auch schon mal gefahren. Danke, dass du eingeschaltet hast und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Diese Videos zu schneiden ist unglaublich aufwendig. Du siehst selber, wie viele verschiedene Kameraperspektiven es gibt, wie viele Voice-Overs es gibt. Und ich verdiene damit keinen einzigen Cent. Ich mache das für dich, damit ihr mich auf meiner Reise begleiten könnt, vielleicht auch dadurch besser einschätzen könnt. Soll ich es mal machen, einen Trackday zu machen oder nicht? Welches Motorrad soll ich mir kaufen? Welches Equipment soll ich mir kaufen? Einfach, um euch so ein bisschen an meiner Erfahrung teilhaben zu lassen. Also, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann abonniere jetzt auf jeden Fall den Kanal. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier online ist, läuft ja auch noch das Gewinnspiel. Ich verlose ja einen 100 € Louis-Gutschein. Kann, denke ich, jeder mal zum Saisonstart der Motorradsaison gut gebrauchen. Verlinke ich dir hier am Ende des Videos, wie das Ganze vonstatten geht und was du dafür tun musst, um diesen Gutschein zu gewinnen. Aber das erste ist auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren und das Video, was ich dir hier verlinke, zu kommentieren und einen Daumen hoch zu geben. Und dann bist du schon dabei.
In dem Sinne, danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Video.